Aller guten Dinge sind drei. Willkommen zum dritten Spieltag meiner WM-Prognose. Wir gehen rein in Gruppe A mit Tschechien gegen Mexiko. Und im ersten Tor nach 14 Minuten durch den Leverkusener Patrick Schick. Schöner Schuss mit links, genau in den Knick. Im weiteren Verlauf des Spiels die Tschechen nach wie vor sehr druckvoll und belohnen sich dann nach 24 Minuten wieder durch Patrick Schick. Ungewohnte Lücken in der mexikanischen Verteidigung. Sie waren ja schon sicher weiter im 16. Finale. Es geht halt um die Platzierungen, als wievielter man dann in die nächste Runde geht. Sprung in Halbzeit 2, wieder eine schöne Kombination. Und diesmal ist es Schick als Vorlagengeber fürs Schulz. Minute 67, hat auch schon öfter getroffen in unserer Prognose. Das nächste Tor auch sehr, sehr platziert. Also ein wirklich gebrauchter Nachmittag für die Mexikaner, die dann in der 73. Minute ihren Auftritt hatten. Raúl Jiménez, der Mann mit dem Stirnband, eine Drehung, ein Schuss. Sensationell schönes Tor. Aber dann wieder die Tschechen, die an diesem Tag wirklich sehr stark ausspielen. Denen gelang vieles, beziehungsweise alles. Und es war wieder Schulz, der am Ende dann das 4:1 besorgte und mit dem Schlusspfiff die Mexikaner in einem wilden 6-Tore-Spiel durch González noch das Ehrentor zum 4:2. Am Ende aber ein verdienter Sieg für die Tschechen. 4:2 der Endstand. Weiter zum anderen Spiel. Südafrika gegen Südkorea. Da ging es noch tatsächlich um vieles. Um einen der besten Gruppen-Dritten Plätze zum Beispiel. Und den besseren Start, den erwischten die Südafrikaner durch Zwane. Nach 16 Minuten schön freigespielt, schöne Drehung, schöner Schuss. Da gab es nicht zu halten. Bisschen überraschend die Führung, weil Südafrika bislang nicht so stabil in dieser WM-Prognose. Aber mit dem Halbzeitpfiff wieder Zwane. Wieder freigespielt, zu viel Platz und dann treffsicher wie eh und je. Sprung in die zweite Halbzeit. Dann auch mal Südkorea, die jetzt auch ein bisschen was machen mussten. Da haben wir Wang. In der Mitte wartet schon Heung-min Son. Läuft hin und her, dann kriegt er den Ball und dann der Abschluss. Und auch er versenkt die Kugel souverän und eiskalt im Winkel. Da gab es auch nichts zu halten für den Keeper. Springen wir auf die andere Seite, Südafrika, aber auch sehr konsequent vor dem Tor. Forster mit dem 3:1 nach 65 Minuten. Bafana mit dem alten 2 Tore Vorsprung. Und es sollte sogar noch besser werden und besser kommen. Wieder Südafrika, Momi mit dem Endstand 4:1 Südafrika. Richtig stark. Und was das für Auswirkungen auf die Tabelle hat, das sehen wir jetzt. Denn Gruppe A endet mit einer echten Wendung. Die Tschechen schlagen die Mexikaner und holen sich dadurch dann halt noch den Gruppensieg. Mexiko ist aber trotzdem weiter. Südafrika mit dem Sieg gegen Südkorea springt auch auf Platz 3. Südkorea ist also ausgeschieden und Südafrika hat berechtigte Hoffnung, einen der 8 besten Gruppendrittenplätze zu bekommen. Gruppe B startet mit Bosnien gegen Katar. Das Spiel ist schnell erzählt. 2 Chancen haben wir. Einmal Demirovic auf der einen Seite für die Bosnier nach 18 Minuten und dann kurz vor der Pause die Kataris auch mit einer Halbchance. Das ist das Gefährlichste aus diesem Spiel. Ansonsten nicht viel los. Endstand Bosnien-Katar 0:0. Rüber ins zweite Spiel. Schweiz gegen Gastgeber Kanada, Minute 37. Die Kanadier in Schwarz mit Jonathan David und im Abschluss und der Führung zum 1:0. Bis dahin verdient. Die Kanadier im weiteren Verlauf des Spiels souverän in der Verteidigung. Den Schweizern ist es nicht viel eingefallen und von daher siegreich die Kanadier im letzten Spiel mit 1:0. In Gruppe B bleibt Katar ungeschlagen und zieht als Gruppensieger in die K.O.-Phase ein. Dahinter wird es ziemlich dramatisch. Bosnien rettet Platz 2 wegen des direkten Vergleiches gegen die Kanadier. Die Schweizer haben eine gute Tordifferenz, sind aber trotzdem schon ausgeschieden, während die Kanadier weiterhin auch Hoffnung haben, als besser Gruppendritter weiterzukommen. Gruppe C, wir starten mit Marokko gegen Haiti, Minute 27, aufgepasst. Pierrot, eine Drehung, ein Schuss, ein Tor für den kleinen Inselstaat. Überraschung gelungen. Pierrot dreht sich mit links. Schön eingeschweißt, Bono da ohne Chance. Haiti auch in der zweiten Halbzeit wenig zugelassen, standen hinten sehr, sehr stabil und die Marokkaner machten es sich selber schwer. Hier nochmal eine letzte Chance, aber der Überraschungssieg war perfekt. 1:0, der Sieger Haiti gegen Marokko. Zweites Spiel, Brasilien in Gelb, einer der Top-Favoriten hier, zumindest in der Prognose auf den WM-Titel in Minute 33 durch Mateusz Cunha gegen die Schotten mit der 1:0-Führung. Joga Bonito, einfach nach vorne, unbeschwert. 1-2 Kontakte und dann war der Führungstreffer da. Minute 39, das nächste Tor. Mateusz Cunha schweißt den Ball dort in den Winkel. Hier sehen wir das aus der Hintertorperspektive. Sehr gut gemacht, auch da keine Chance. Dann die zweite Halbzeit, easy peasy, Minute 57, Vinicius Junior da noch mit dem 3:0. Ein verdienter Sieg in der Höhe für die Brasilianer, die sich auch souverän als Gruppenerster durchsetzen.
Dominiert nämlich mit 3 Siegen aus 3 Spielen, kein einziges Gegentor, wie gesagt, ein echtes Statement. Die Schotten profitieren von ihrem starken Start. Trotz der kleinen Niederlage gegen Brasilien bleiben sie Zweiter. Haiti feiert den Sieg gegen Marokko, die auch ausscheiden. Auch eine kleine Überraschung. Ob Haiti weitergekommen ist oder nicht, das erfahrt ihr am Ende des Parts. Gruppe D und Paraguay gegen Australien, wo in der zweiten Halbzeit ganz schön viel los war. Minute 76 der Torschuss der Südamerikaner, und Enkiso hatte die nächste Gelegenheit und fast ein Eigentor der Australier, die ihrerseits dann kurz vor Schluss dann noch eine Chance durch Iran Kunda hatten, den Topstar, der Youngster der Australier. Am Ende schiedlich, friedlich, unentschieden, 0:0 zwischen Paraguay und Australien. Spiel 2 ist auch schnell erzählt, Türkei gegen die USA, Minute 24. Balogun macht sich da ungedeckt auf den Weg und zur Führung für die Amerikaner. Das einzige Tor in diesem Spiel. Hier sehen wir nochmal eine Wiederholung. Der Keeper noch dran mit dem Fuß. Am Ende nützte das aber alles nichts. Die USA gewinnt. Knapp, aber nicht unverdient mit 1:0 im letzten Spiel gegen die Türkei. Die USA und Paraguay bleiben beide ungeschlagen und setzen sich in einer sehr engen Gruppe durch. Paraguay holt den Gruppensieg, vor allem dank der mehr erzielten Tore. Die Türken verlieren das direkte Duell gegen die USA, bleiben aber als Gruppendritter noch im Rennen, während Australien ohne Sieg aus dieser Prognose ausscheidet. Rüber in Gruppe E zu Curaçao gegen die Elfenbeinküste. Minute 65, die größte Chance für die Afrikaner. Touré, klasse gehalten vom Keeper. Und dann war noch eine kuriose Szene. Minute 84, es gibt den Elfmeter für Curaçao. Wir sehen noch mal in der Wiederholung, da gab es ein kleines ausgefahrenes Bein. Und dann hieß es Luca Dia gegen Fofana. Und der schoss den Ball quasi gefühlt aus dem Stadion. Die Chance für Curaçao hier in Führung zu gehen. Am Ende unter dem Strich bleibt ein leistungsgerechtes 0:0. Weiter mit Ecuador gegen die deutsche Mannschaft. Minute 26. Die Männer in Gelb auf dem Weg nach vorne. Und Enner Valencia dann der entscheidende Mann, der auf Plata durchsteckte. Und die Führung für Ecuador. Aus 2 Sichten nochmal die Wiederholung. Einmal aus der Ego-Perspektive ist er einfach 1-2 Schritte vorher da. Für Neuer gab es da nichts zu machen. Und dann hier nochmal aus der Seitenlinienkamera-Perspektive. Souverän gemacht. Die Deutschen waren gefragt, wie jetzt mit einer Chance nach einer halben Stunde. Das war schon knapp und dann springen wir rein in die zweite Halbzeit. Minute 64, die Deutschen auf dem Vormarsch. Musiala und Wirtz und der bedient Havertz. Schönes Tor, direkt genommen. Am Ende ein Unentschieden im Abschlussspiel zwischen Ecuador und der deutschen Mannschaft. Ein Kuriosum dann in der Tabelle. Deutschland und Ecuador liefern sich ein sehr enges Rennen um Platz 1. Deutschland am Ende Erster wegen der mehr erzielten Tore. Dahinter Curaçao und die Elfenbeinküste, die nur auf Platz 3 ist wegen des höheren FIFA-Rankings. Beide haben die gleiche Anzahl von Punkten, beide haben die gleiche Anzahl geschossener Tore. Also musste das FIFA-Ranking entscheiden und da steht die Elfenbeinküste höher als Curaçao. Aber die Elfenbeinküste wird allen Voraussicht nach nicht ins 16. Finale einziehen. Letzten Spieler aus Gruppe F, Tunesien gegen die Niederlande. Minute 17, Cody Gakpo mit der ersten Chance. Starke Niederländer bislang auch hier in der Prognose, trumpfen auf. Tunesien in der zweiten Halbzeit dann hier mit einer Chance durch Hannibal. Den hat er aber nicht ganz erwischt und getroffen. Dann sprung die 78. Minute Einwurf. Doppelpass, Dumfries dann mit der punktgenauen Flanke auf Cody Gakpo. Und es war passiert, das 1:0. Hier sehen wir nochmal den wuchtigen Kopfball aus 5 bis 6 Metern. Da gab es nicht zu halten. Am Ende ein verdienter Abschlusssieg für die Niederlande. Japan gegen Schweden, dann das zweite Spiel. Auch hier ging es richtig gut los mit einer Flanke und mit dem Kopfball von dem Mainzer Sano. Minute 24, schöne Flanke. Sehen wir auch gleich nochmal in der Wiederholung. Der kommt völlig frei am Elfmeterpunkt zum Kopfball. Das geht natürlich nicht, die Abwehr der Schweden da nicht gut positioniert. Aber Sprung in die zweite Halbzeit. Die Schweden waren dann da. 57. Minute, Gudmundsson, schönes Tor. Den Ball muss man dann auch erstmal da oben in den Winkel setzen. Und weiter ging's. Minute 63, Isak alleine auf das Tor, der Japaner und der mit der Führung für die Schweden. Spiel gedreht, das 1:2. Hier setzt er nochmal nach. Schöner Schuss, auch da gab es nichts zu halten. Und den Schlusspunkt dann in dieser Gruppe setzte ebenfalls wieder der Mann vom FC Liverpool. Isak mit dem 3:1 und der Jubeltraube. Ein verdienter Sieg aufgrund einer besonders starken zweiten Halbzeit für die Schweden. 3:1 am Ende das Ergebnis. Hier nochmal das schöne Tor. Und somit also auch der Abschluss in Gruppe F.
Die Niederlande marschieren ebenfalls mit 3 Siegen und ohne Gegentor, genau wie die Brasilianer souverän durch die Gruppe F. Schweden auf Platz 2, zeigt sich also nach der letzten Niederlage gut erholt und eine passende Reaktion. Für Tunesien auf Platz 3 und für Japan auf Platz 4, beide offensiv so harmlos, scheiden allen Voraussicht nach aus dieser WM-Prognose aus. Gruppe G mit den bereits ausgeschiedenen Ägyptern gegen den Iran, die noch ums Weiterkommen kämpften, aber mit dem Rückstand. Mit dem Halbzeitpfiff Mamouche auf Lachin und der besorgte die Führung. Für die Ägypter ging es darum, sich mit erhobenen Hauptes zu verabschieden. Und für die Iraner begann so ein bisschen das Zittern, ob es vielleicht doch noch reicht für das 16. Finale direkt oder über einen der besten Gruppen dritten Plätze. Mamouche in der Zwischenzeit holt er sich sein verdientes Tor ab mit links oben rein. Und das war dann auch der Endstand. Ägypten schlägt im letzten Spiel Iran 2:0. Rüber zu Neuseeland gegen Belgien. Neuseeland ja hier sehr überraschend an der Tabellenspitze mit 2 Siegen mittlerweile. Aber jetzt die starken Belgier durch Kevin De Bruyne. Und im 1:0 nach 16 Minuten der Name schallt durchs Stadion. War aber auch eine schöne Aktion. Treffsicher wie eh und je. So sind wir das gewohnt. Aber auch Neuseeland, wie gesagt, hier in der Prognose ziemlich stark. Überraschend und durch Premier League Legionär Chris Wood. Der Ausgleich 5 Minuten vor der Pause. Treffsicher. Jahrelang schon in der Nationalmannschaft eine feste Säule. Dann sehr kurios Hans van Aken. 3 Minuten vor Spielschluss. Der erste Kopfball. Der direkt anschließende Eckball hinterher. Hans van Aken wieder mit dem Kopf und die Torlinie-Technologie musste daher. Wembley-Tor. Hans van Aken. Besorgte für die Belgier die späte, aber nicht unverdiente Führung. Hier nochmal in der Super Slow-Mo ist es auch nicht ganz aufzulösen. Aber wir vertrauen da, wie gesagt, der Torlinientechnologie. Die Belgier im letzten Spiel mit dem 2:1-Sieg gegen Neuseeland. Damit dreht Belgien nämlich die Gruppe komplett am letzten Spieltag, springt auf Platz 1. Neuseeland dahinter auf Platz 2, trotz der Niederlage, aber einer sehr starken Tordifferenz. Iran rutscht auf Platz 3 ab, sehr, sehr bitter, könnte aber trotzdem noch fürs 16. Finale reichen. Und Ägypten war ja, wie erwähnt, schon vor dem letzten Spieltag ausgeschieden. Auch in Gruppe H mit Kap Verde gegen Saudi-Arabien ein Spiel, was relativ schnell erzählt wurde. Minute 72, ein ungefährlicher Torschuss der Saudis und auf der anderen Seite dann quasi mit dem Schusspfiff da Costa auch nochmal mit einem sehr, sehr ungefährlichen Kopfball. Unter dem Strich also ein leistungsgerechtes Unentschieden 0:0. Springen wir zu Uruguay gegen Spanien. Da war es schon ein bisschen spannender. Eine Viertelstunde rum. Die Spanier über Brian Ruiz und Oyarzabal zum ersten. Bleibt aber dran. Oyarzabal zum zweiten und der 1:0-Führung. Richtig schönes Tor. War gar nicht so leicht, den aus dem Winkel nah am Keeper reinzumachen. Aber hat er schon souverän gemacht. Dann kurz vor Schluss. Minute 90. Uruguay kommt über David Núñez im Strafraum. Und dann kommt Federico Valverde. Der Mann von Real Madrid sorgt für großen Jubel. Nicht nur auf den Rängen, sondern auch unten auf dem Platz. Alle sind da. Auswechselspieler, Trainer. Und auch da nicht ganz unverdient Uruguay, besonders in der zweiten Halbzeit stärker, mit mehr Chancen. Und von daher nicht ganz unverdient. 1:1 am Ende. Die Spanier gewinnen die Gruppe H, sehr kontrolliert und bleiben auch ungeschlagen. Dahinter wird es ein bisschen kurios. Uruguay hat die deutlich bessere Tordifferenz, bleibt aber wegen des direkten Vergleichs hinter Saudi-Arabien. Kap Verde hat immer noch einen Punkt geholt, war aber insgesamt klar das schwächste Team in dieser Gruppe. Gruppe I, zumindest in der Prognose hier, eine ziemliche Überraschung bislang. Die beiden Erst- und Zweitplatzierten Senegal und Irak im direkten Duell gegeneinander. Und es war Nicolas Jackson, der die Afrikaner nach 11 Minuten in Führung brachte. Schnell gespielt, guter erster Kontakt und dann der Schuss ins lange Eck. Da gab es nichts zu halten. Auch die Iraker mit einer Chance. Al-Hamadi, das war der gegen Frankreich hier in der Prognose das entscheidende 1:0 erzielt hat. Wieder der Senegal in Weiß, wieder Nicolas Jackson zum ersten. Da kommt Kamara in der Mitte und das 2:0. Die Afrikaner sehr, sehr stark über die gesamte Prognose hier hinaus. Und auch in diesem Spiel am Ende ein verdientes 2:0 für die Afrikaner. Norwegen gegen Frankreich, das entscheidende Spiel für beide. Eine dieser beiden Mannschaften wird schon frühzeitig nach Hause fahren. Norwegen als Geheimfavorit für viele schon beschrieben worden. Und Frankreich natürlich mit der Truppe, mit der Breite im Kader immer ein Kandidat für den Titel, zumindest fürs Finale. Aber wir gucken uns das Ganze mal an. Minute 34 dann die Führung für Norwegen. Stand jetzt also Frankreich ausgeschieden. Norwegen noch eventuell mit Chancen, als einer der besten Gruppendritten weiterzukommen. Aber Frankreich wäre ja nicht Frankreich, wenn sie nicht ihn hätten. Wenn sie nicht
auf Kylian Mbappé setzen würden. Die Hoffnung ruhten auf ihm, auf seine Torjägerqualität, nie mit links durch die Beine, aber das reichte womöglich nicht fürs Weiterkommen. Deswegen machen die Franzosen weiter. Tchouaméni und wieder Mbappé. Dann in der zweiten Halbzeit die Franzosen jetzt drückend überlegen, Chancen um Chancen. Aber ein weiteres Tor sollte nicht folgen. Wieder Mbappé, das gibt's doch gar nicht. Nyland mit der überragenden Parade. Am Ende ein 1:1 und ob es reicht fürs Weiterkommen, werden wir jetzt mal sehen. Senegal spielt erstmal eine sehr, sehr starke Gruppenphase und gewinnt ohne Gegentor diese Gruppe. Irak profitiert vom frühen Sieg gegen die Franzosen und ziehen trotz der Niederlage auch als Tabellenzweiter ins 16. Finale ein. Frankreich sehr enttäuschend, auf ganzer Linie nur 2 Punkte, bleiben natürlich hinter den Erwartungen zurück. Und ob es reicht, als einer der besten Gruppen Dritten doch noch weiterzukommen, das in wenigen Augenblicken. Bleibt dran, es geht weiter mit Gruppe J. Aguante Boquita, damit möchte ich einen argentinischen Fan, und zwar Luciano, einmal grüßen, der auf dem Discord darum gebeten hatte, der diese Prognose ja auch ebenfalls verfolgt, hoffentlich auch versteht. Und deswegen gehen wir rein ins Spiel der Argentinier gegen Jordanien, Minute 83. Es war sehr, sehr eng, sehr, sehr knapp, aber dann McAllister. Gar nicht so leicht dieser Winkel, am Ende dann das goldene 1:0, die Argentinier auf einem guten Weg ins 16. Finale. Springen zum zweiten Spiel, Algerien gegen Österreich, auch sehr, sehr stark hier in der Prognose. Und in Minute 37 durch Marko Arnautovic, der nicht zum ersten Mal trifft, mit der Führung. Also den Österreichern ist, denke ich, auch einiges zuzutrauen. Mal gucken, wie sie dann in echt die nächsten Spiele performen. Aber kurz vor der Pause, Guri für Algerien, der Ausgleich. Auch die Algerier ziemlich stark. Amin Guri haben den Argentiniern zum Beispiel ja einen Punkt abgetrotzt, sind ja auch dort in Führung gegangen. Dann sprung in die zweite Halbzeit, wieder die Algerier, Minute 76, da setzt sich Boadi durch und schießt ein zum 2:1. Der Sieg für Algerien im letzten Spiel gegen Österreich, das 2:1, schönes Tor. Und auch hier ein kurzer Blick auf die Tabelle. Die Österreicher bleiben nämlich trotz der Niederlage Gruppensieger, sensationell, und hat sich einen Vorsprung erarbeitet. Argentinien rettet sich mit dem Sieg gegen Jordanien noch auf Platz 2. Algerien sammelt ebenfalls starke 4 Punkte, muss als Dritter noch hoffen, doch noch weiterzukommen, während Jordanien nach einem guten Start eigentlich noch abrutscht und als Vierter ausgeschieden ist. Vorletzte Gruppe K, und zwar mit dem Kongo gegen Usbekistan. Auch sehr überraschend hier Fasulayev in Minute 7. Die Führung für den WM-Neuling, das gibt's doch gar nicht. Also einige Teams hier überraschen bei ihren Debüts, besonders hier in der Prognose. Und die Usbeken machten direkt weiter, Minute 26. Die Afrikaner kamen gar nicht richtig rein und Urumov ist es dann, der aus 5 bis 6 Metern den Ball wie selbstverständlich da unter die Latte zimmert. Nicht zu halten dort für den Keeper. Die Afrikaner ein bisschen enttäuschend, bislang ja alle beiden Spiele verloren, sollten auch das dritte Spiel verlieren. Immerhin noch einen Ehrentreffer mit dem Abpfiff machten. Gut gespielt, das vielleicht in den vorherigen Spielen auch, und dann wäre vielleicht was drin gewesen in Sachen Weiterkommen. Somit unter dem Strich Usbekistan mit dem Sieg 2:1 gegen den Kongo. Dann rüber zu Kolumbien gegen Portugal. Auch ein sehr, sehr spannendes und interessantes Spiel. Auch hier die Südamerikaner mit einer dreifachen direkten Kombination und dem Tor von Suarez. Mit dem Halbzeitpfiff dann der Ausgleich. Hier sehen wir das nochmal. 1, 2, 3 und der Abschluss und das Tor. Richtig schön gespielt und ein richtig guter Abschluss. Also waren die Portugiesen gefragt, und von einem Mann hatte man noch nicht so viel gesehen, besonders hier in unserer Prognose. Aber auch er hatte dann seinen großen Auftritt. Altmeister Cristiano Ronaldo, schönes Tor. Das kann er halt wie kein zweiter der Strafraum, ist sein Zuhause, und auch er treffsicher. Aber Kolumbien machte weiter und hatte dann diese Szene hier über Lucho Diaz, der Mann vom FC Bayern. Herausragendes Tor. Schöne Annahme, einmal vorgelegt und dann das 2:1. Da gab es nicht zu halten, und so blieb es auch bis zum Schluss. Kolumbien gewinnt, nicht ganz unverdient, unter dem Strich im letzten Spiel 2:1 gegen Portugal. Gruppe K endet wirklich völlig verrückt. Kolumbien schickt Portugal am letzten Spieltag mit 2:1, sorgt damit für einen Dreier-Gleichstand zwischen Kolumbien, Portugal und Usbekistan. Alle stehen bei 6 Punkten, weil im direkten Vergleich zwischen den 3 Teams Kolumbien und Portugal mehr Tore erzielt haben als Usbekistan, rutschen diese auf Platz 3.
Danach zählt der Vergleich zwischen Kolumbien und Portugal. Das hat Kolumbien gewonnen, deswegen ist Kolumbien auf Platz 1, Portugal wird Zweiter und Usbekistan kommt ziemlich sicher als starker Gruppendritter weiter ins 16. Der Abschluss dieser XXL-Gruppenphase in Gruppe L mit Kroatien gegen Ghana und Jirenki für die Afrikaner nach 29 Minuten treffsicher und erfolgreich. Und mit der nicht ganz unverdienten Führung hier das 1:0 für Ghana. Die auch in der zweiten Halbzeit Druck nach vorne machten von Kroatien. Wenig zu sehen und LU dann mit der Chance noch aufs 2:0. Am Ende aber ein wenig glücklos, aber unter dem Strich nicht unverdient. 1:0 für Ghana gegen Kroatien. Abschließend dann Panama gegen England. Natürlich auch einer der großen Top-Favoriten auf den Titel. Wird es endlich mal wieder was nach 1966. Declan Rice bestätigt auf jeden Fall das Vorhaben und das Bestreben. Der Mann vom neuen englischen Meister vom FC Arsenal besorgte hier die Führung. Aber auch Panama spielte gut mit. Watermann mit der großen Gelegenheit hier auch den Überraschungsausgleich. Der sollte nicht fallen. Dafür dann nach Vorlage von Harry Kane noch das 2:0. Und wieder Declan Rice, der sich wieder davonschlich und aus 5 Metern ebenfalls treffsicher den Ball unter der Latte versenkte. Das war's mit der XXL-Gruppenphase. Jetzt gibt's noch mal einen Rückblick auf die Gruppe L. Und dann werden wir uns mal kümmern um das 16. Finale und um die besten Gruppendritten. Die Engländer drehen Gruppe L am letzten Spieltag und springen mit dem Sieg gegen Panama noch auf Platz 1. Ghana sorgt mit dem Sieg gegen Kroatien für die große Überraschung, zieht durch den direkten Vergleich als Zweiter ins 16. Finale. Die Kroaten müssen mit 4 Punkten und einer besseren Tordifferenz als Tabellendritter zittern. Panama dagegen bleibt sieglos und scheidet aus diesem Turnier aus. Bei der WM 2026 kommen nicht nur die Gruppenersten und die Gruppenzweiten weiter. Durch das neue Format mit 12 Gruppen qualifizieren sie zusätzlich auch die 8 besten Gruppendritten für die K.O.-Phase. Dafür werden alle 12 Drittplatzierten miteinander verglichen. Zuerst zählen die Punkte, dann die Tordifferenz und danach die erzielten Tore. In meinem Beispiel, in meiner Prognose haben es deshalb Usbekistan, Uruguay, Kroatien, der Iran, Kanada, Algerien, Südafrika und die Türkei noch in die nächste Runde geschafft. Haiti, die Elfenbeinküste, Tunesien und ganz besonders Frankreich scheiden als schlechteste Gruppendritte aus meiner Prognose aus. Und jetzt wird es wirklich besonders spannend. Diese 8 Drittplatzierten werden jetzt nicht einfach frei zugelost. Die FIFA hat dafür nämlich 495 mögliche Varianten vorbereitet. Je nachdem, aus welchen Gruppen die besten Drittplatzierten kommen. What the fuck is this piece of shit? In meiner Prognose sind es die Gruppen A, B, D, G, H, J, K und L. Und dadurch greift Variante Nummer 316. Genau diese Variante legt dann nämlich fest, wer in der Runde der letzten 32 gegen welchen Gruppensieger spielt. Ein sehr, sehr kompliziertes System, über 495 verschiedene Varianten hat es also gegeben, um dieses 16. Finale hier in meiner Prognose nun darzustellen. Es ist halt Variante Nummer 316 geworden und die gehen wir jetzt einmal zusammen durch. Wir haben oben Deutschland gegen die Türkei, ein Spiel, was natürlich hier in echt für Furiose sorgen würde. Volle Stadien, Public Viewings, die Bars, die Cafés, die werden ausverkauft. Man wüsste gar nicht, wo man sich hinsetzen sollte. Autokorso wird es geben hinterher, ob Deutschland oder die Türkei gewinnen würde. Also in meiner Prognose, Deutschland gegen die Türkei trifft dann auf den Sieger aus dem Spiel Senegal gegen den Iran. Weiter geht's mit Mexiko gegen Bosnien. Die würden dann gegen den Sieger aus Niederlande gegen Schottland spielen. Dann haben wir Portugal gegen Ghana, gegen den Sieger aus Spanien und Argentinien. Eigentlich auch schon ein vorweggenommenes Finale. Aber ihr seht, das ist eine von über 400 Möglichkeiten, die es eventuell auch in echt geben wird. Seien wir mal gespannt, wie die letzten beiden Gruppenspieltage dann ausgehen. Dann haben wir Paraguay gegen Kanada. Die treffen dann gegen den Sieger aus Belgien gegen Südafrika. Auch sehr, sehr interessant. Wir gehen rüber auf die rechte Seite. Da haben wir Brasilien gegen Schweden. Der Sieger trifft dann auf Ecuador oder den Irak. Dann haben wir Tschechien gegen Uruguay. Die treffen auf den Sieger zwischen England und Usbekistan. Dann Österreich gegen Saudi-Arabien treffen auf den Sieger zwischen den USA und Neuseeland. Und dann haben wir noch die letzten beiden Begegnungen. Katar gegen Algerien. Die treffen dann entweder auf Kolumbien oder auf Kroatien. Und ich werde euch dann mit jeder weiteren Runde dann auf dem neuesten Stand halten. Dann gucken wir uns das Achtelfinale an und so weiter und so fort, bis wir beim Finale angekommen sind. Das Finale würde ich dann live kommentieren. Also da weiß ich noch nicht, wie es vorher ausgegangen ist. Bis zum Halbfinale wird es jetzt Zusammenfassungen geben.
Und ich hoffe, ja, ich kann euch weiterhin dafür begeistern. Es ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Es macht mir aber mega, mega viel Spaß, alleine diese 495 Varianten auszuprobieren. Es hätte auch jede andere Variante werden können. Es ist jetzt nun mal Variante 316 geworden. Und zum Abschluss würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesem ganzen großen Herzensprojekt einen Daumen nach oben da gebt, ein kostenloses Abo da lasst, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und gerne mal einen netten Kommentar unten rein, damit das Video hier gepusht wird, damit das Video möglichst von vielen anderen Leuten auch gesehen wird. Also, das war die XXL-Vorrunde, aber jetzt geht das Turnier erst so richtig los. Wir sehen uns im nächsten Part wieder mit der Runde der letzten 32 Teams, unter anderem mit Spanien, Argentinien und mit Deutschland gegen die Türkei. Macht's gut. Ciao, ciao.